Herzlich willkommen aus dem Herzen von München im Café Datenschutz, heute zu einem etwas anderen Format. Seit mehr als einem Jahrzehnt beschäftigen wir uns mit der Frage, was sind eigentlich Daten und was ist Information? Und nicht nur wir tun dies, viele andere auch, denn vielleicht zur Überraschung des einen oder anderen sind die Begriffe Daten und Information nicht einheitlich definiert. Wir werden das ganze Thema in 3 Beiträgen aufbereiten und im ersten heutigen Beitrag wird es darum gehen, was Daten eigentlich sind, und wir wollen im Folgenden zeigen, dass Daten immer materiell sind. Im zweiten Teil schildern wir die Probleme im juristischen Bereich, die sich aus der fehlenden Begriffsdefinition her ergeben. So ist zum Beispiel der Schutzgegenstand der DSGVO nicht klar bestimmt, und wir schildern, welche unterschiedlichen Begriffsansätze es zu diesen Themen gibt und schließen mit einem eigenen Ansatz, wie diese Begriffe künftig klarer gefasst werden könnten. Im dritten Teil beschäftigen wir uns mit der EU-Charta, in welcher der Schutz persönlicher Daten angelegt ist, und wir zeigen, wie wichtig es insbesondere aufgrund der schnellen voranschreitenden technologischen Entwicklung es wäre, die Begriffsdefinition klarer zu fassen. Nun also zur Frage, was sind Daten? Vorausgeschickt, Daten sind Materie. Jede Maschine benötigt, um arbeiten zu können, etwas konkret Vorhandenes. Ohne Materie keine Verarbeitung. Reine Visionen, Ideen und dergleichen können von einer Maschine nicht verarbeitet werden. Jede Maschine verarbeitet Daten auf einer physikalisch vorhandenen Ebene. Jeder Computer verarbeitet Daten auf einer materiellen Ebene. Zweitens, Daten sind messbar. Was nachweisbar ist, muss physisch existent sein. Drittens, Funkwellen, Licht sowie der Elektromagnetismus gehören zum Bereich der elektromagnetischen Wechselwirkung als eine der 4 physikalischen Grundkräfte. Elektromagnetismus, Funkwellen und Licht, das sind genau die Bereiche, in denen sich die elektronische Datenverarbeitung abspielt. Jede Form der Verarbeitung, Speicherung, Transport findet in diesen Bereichen statt. Das zugrunde liegende Elementarteilchen ist das Photon. Im nur theoretisch vorkommenden Ruhezustand hat das Photon keine Masse, tatsächlich aber bewegt es sich mit Lichtgeschwindigkeit. Zu den weiteren Fragen hinsichtlich des Photon und seiner materiellen Verfasstheit unten im Beitrag ein Link zu einem Vortrag von Professor Lesch zu diesem Thema. Übrigens etwas Geschichte am Rande. Entdecker des Photons war Albert Einstein, der dafür auch den Physiknobelpreis erhielt. Näheres dazu in einem sehr interessanten Vortrag von Professor Wagner von der Universität in Wien. Auch hier der Link in der Beschreibung. Die hier zutage tretende und angedeutete Komplexität der ganzen Fragestellung und ihrer Antwort ist womöglich einer der Gründe, warum sich Juristen wie ich mit dem Begriff der Daten und seiner materiellen Verfasstheit so schwer tun. Wir halten zunächst fest, wir sprechen immer von einer Verarbeitung von Daten. Daten aber müssen materiell sein, um verarbeitet werden zu können. Um physisch vorhandene Daten sinnvoll verarbeiten zu können, bedarf es sogenannter Verarbeitungsanweisungen, die wir üblicherweise als Software bezeichnen. Worin bestehen diese Anweisungen? Nun, in der Datenverarbeitung wird zwischen 2 Ihnen vermutlich bekannten Zuständen differenziert, nämlich 0 nicht magnetisiert und 1 magnetisiert. Es gibt demnach also 2 Zustände, bezeichnet als On und Off, an Aus oder 0 und 1, daher auch der Begriff des binären Datenverarbeitungssystems. In der aktuellen Datenverarbeitung werden aus 0 und 1, also einem Bit, durch Aneinanderreihung von 8 Bits, 2 hoch 8, insgesamt 256 Zeichen, kann man sich hier schön übrigens auch im Deutschen Museum bei der entsprechenden Zuse-Maschine anschauen. Eine Reihe von 8 Bits wird dann als Byte bezeichnet und Software letztlich spricht diese verschiedenen magnetisch oder nicht magnetischen Zustände an
um entsprechend auf der materiellen Datenverarbeitungsebene tätig werden zu können. Dieser Übergang von eigentlich softwarebasierter Anwendung in die Ebene der physikalischen Datenverarbeitung auf der materiellen Ebene führt womöglich auch zu einem weiteren Missverständnis, was die physikalische Verfasstheit von Daten angeht. Durch diese Aneinanderreihung von Bits zu Bytes ist es also möglich, über Software Computer zu Datenverarbeitung anzuweisen, die auf der physikalischen Ebene stattfindet. So also gelangen körperlose Erwägungen, Informationen auf eine Ebene der materiell verfassten Datenverarbeitung. Wir halten fest, Daten sind Materie. Viel Spaß beim zweiten Teil.